Wir fahren zum Urlaub ans Meer oder auf die Insel. Wir bauen unsere Städte am Wasser. Doch schon jetzt kommt uns das Meer an vielen Stellen näher, als wir es wollen. Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, dann werden irgendwann die Außendeiche nicht mehr reichen. Wenn wir nicht vor Sturmfluten schützen, dann können wir die Stadt nicht entwickeln. Der Meeresspiegelanstieg wird sich in Zukunft weiter beschleunigen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Klimaschutz und Klimaanpassung, um in Zukunft optimal aufgestellt zu sein. Bereits heute müssen große Teile Norddeutschlands mit Deichen geschützt werden, weil sie von Sturmfluten und Überflutung bedroht sind. Diese Gebiete werden sich bis zum Jahr 2100 noch einmal vergrößern. Gut zu sehen am Beispiel Hamburg. Ähnlich sieht es an der Ostsee aus, auch wenn weniger Fläche betroffen ist. Insgesamt 2400 Kilometer Küste sind so gegen das Steigen des Meeresspiegels zu schützen. Wir wissen, dass der Meeresspiegel sich bei uns in den letzten 100 Jahren um etwa 15 bis 20 Zentimeter erhöht hat. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann gehen wir davon aus, dass wir zum Ende des Jahrhunderts einen Anstieg von etwa 1 Meter bis 1,20 Meter erwarten. Wenn die Antarktis oder die Grönland schneller abschmelzen, als wir das bisher erwarten, dann sind auch noch höhere Werte bis zum 1,40 Meter etwa möglich. Mein Name ist Ralf Weiße. Ich bin von Hause aus Meteorologe und beschäftige mich mittlerweile seit über 20 Jahren mit dem Thema Stürme, Sturmfluten, Wellen. Den Anstieg des Meeresspiegels merkt er bereits heute auf Pellworm. Die Insel liegt knapp 1 Meter unter dem Meeresspiegel, jetzt schon. Sie ist nur durch einen Deich ringsum geschützt. Darum kümmert er sich. Mein Name ist Ernst August Tams. Ich bin Deichgraf hier auf der Insel Pellworm und das seit 15 Jahren. Das ist eine hohe Bürde. Ich bin gewählt worden, als Deichgraf für die Entwässerung zuständig sein und im Katastrophenfall auch den Wachdienst zu machen hier. Der Deichgraf ist ehrenamtlich für die Sicherheit von Pellworm zuständig, für 1200 Menschen. Das heißt, vor Sturmfluten und Starkregen schützen. Dazu gehört auch die Entwässerung der Insel. Ein ganzes System aus Gräben gibt es dafür, angelegt, als auch der Deich gebaut wurde. Denn auch das Wasser im Innern macht Probleme. Bei Regen könnte die Insel volllaufen wie eine Schüssel. Es ist so ein Graben, der wahrscheinlich auch schon Jahrhunderte alt so ist, der immer den gleichen Verlauf hat und der die Aufgabe hat, die Flächen zu entwässern. Das fängt bei diesen kleinen Gräben an. Wir sind eigentlich am Anfang von so einem Graben. Das ist ein kleiner Graben, der läuft da hinten weiter. Da ist ein größere und dann kommt das in die großen Ströme rein. Und so wird die Insel trocken gehalten. All das Wasser aus diesen Gräben wird dann erstmal in einem großen Speicherbecken gesammelt. Da stehen die Pumpen drin. In dem Haus stehen die Pumpen. Auf der anderen Seite vom Deich kommt das Wasser an. Es wird gepumpt und kommt hier raus und wird in die Spülkuhle gepumpt, ins Speicherbecken. Von diesem Becken wird das Wasser dann durch einen Deichdurchlass ins Meer gepumpt. Aber mit steigendem Meeresspiegel werden die Zeitfenster bei Ebbe dafür immer kleiner. Noch brauchen nicht alle Entwässerungssysteme an unserer Küste solche Pumpen. In Zukunft werden wir aber mehr teure Pumpleistung brauchen, nicht nur auf Pellworm. Eine besondere Herausforderung, die wir eben heute auch schon spüren, ist beispielsweise diese Frage der Binnenentwässerung, weil eben moderate Sturmfluten, wenn sie denn vielfach hintereinander kommen mit den dazugehörigen Niederschlägen, unsere Binnenentwässerung in einen kritischen Zustand bringen können. Das hier sind Bilder von der Hallig-Nordstrandisch Moor vor der nordfriesischen Küste, aufgenommen beim Sturm vorgestern. Da kam die Nordsee schon fast bis an die Haustür. Und jedes Mal fragen sich die Bewohner, kriegen wir hier ein Problem? Mit dem steigenden Meeresspiegel werden die Sturmfluten heftiger. Die Halligen bekommen es bereits zu spüren. Deiche gibt es dort keine. Auf den kleinen Inseln stehen die Häuser stattdessen auf sogenannten Warften, Erhöhungen, die mittlerweile nicht mehr hoch genug sind. Eine Warfterhöhung von nur 2 Metern kann um die 10 Millionen Euro kosten. Auf Hallig-Oland müssten dafür zusätzlich die Häuser abgetragen und wieder aufgebaut werden. Ein enormer Aufwand. Gleichzeitig bieten die Halligen einen wichtigen Schutz für das Festland als erste Wellenbrecher. Was passiert, wenn der Schutz nicht reicht, zeigte sich in Hamburg. Michel, in Hamburg-Neuenfelde. Deichbruch auf einer Strecke von 600 Meter.
Nach der Sturmflut 62, wo ja über 300 Menschen starben und enorm viele Werte zerstört worden sind, Wohnhäuser und so weiter, hat sich im Bewusstsein der Stadt, sowohl der Politik als auch der Fachleute, eine Menge verändert. Infolgedessen müssen wir immer wachsam sein. Heute ist Hamburg besser geschützt, auch dank ihr. Mein Name ist Gabi Gönnert. Ich leite die Hydrologie und Wasserwirtschaft im Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Ihre Aufgabe in der Stadt, sich mit der Forschung abstimmen und die Politik beraten, wie Hamburg sich schützen kann. Die schon vorhandenen Maßnahmen sind bereits so sehr Teil der Stadt, dass sie an vielen Stellen nicht mal auffallen. Wir sitzen hier auf den Treppen einer Hochwasserschutzanlage. Dies ist der Niederhafen, der die Stadt Hamburg, gerade die Innenstadt, vor schweren Sturmfluten und sehr schweren Sturmfluten im Winter schützt. Wenn wir eine Sturmflut haben, dann müssen wir natürlich diesen Bereich auch absperren, dass das Wasser nicht in die Innenstadt kann. So sind hier integriert in diesem Bauwerk Sperrtore, die ausgefahren werden im Fall einer Sturmflut und dann die Straße abtrennen von der Innenstadt. Aber es gibt auch Teile der Stadt, die im Überflutungsgebiet liegen, wie in der Hafen City, ausgestattet mit erhöhten Fluchtwegen und Panzerglasscheiben. Hier sind wir in einem Bereich, wo wir leben mit dem Wasser. Das heißt, die Sturmflut würde hier aus der Elbe hier den ganzen Bereich überfluten. Das ist alles voll Wasser. Hier die Häuser, wo man wohnt und so weiter, sind oberhalb dieser Wand. Das ist sozusagen die von uns angenommen zurzeit maximal höchste Sturmflut plus dem Meeresspiegelzuschlag. Und in der Summe sind es rund 8,10 Meter. Darunter dürfen keine Wohnräume liegen. Für den Notfall gibt es Evakuierungspläne. Für den Schutz vor dem Wasser gibt Hamburg pro Jahr 30 Millionen Euro aus. Aber das Wasser bedroht mehr als nur Hamburg. Allein in Schleswig-Holstein leben über 330.000 Menschen in überflutungsgefährdeten Gebieten mit Sachwerten von rund 60 Milliarden Euro. Wie ist Deutschland insgesamt aufgestellt beim Küstenschutz? Aus meiner Sicht sind die deutschen Küsten im Moment sehr gut aufgestellt. Wenn wir beispielsweise uns die 1962er Sturmflut anschauen, seitdem sind die Deiche massiv erhöht worden in mehreren Stufen. Der Meeresspiegelanstieg ist immer wieder aktualisiert, eingepreist worden. Und wir haben seitdem höhere Sturmflutwerte gehabt und diese haben aber nicht zu ähnlichen Schäden mehr geführt. Was aus meiner Sicht zeigt, dass wir eben einen relativ gut entwickelten Küstenschutz haben. Weiter gut geschützt zu sein, das wird richtig teuer. Je langsamer der Meeresspiegel steigt, umso besser werden wir uns anpassen können. Das Wattenmeer könnte mitwachsen, anstatt im schlimmsten Fall unterzugehen. Auf Pellworm hofft Deichgraf Thams, dass mir die Leute für den Klimawandel sensibilisiert. Wir haben schon seit 20, 30 Jahren, wo wir das extrem merken, dass der Klimawandel kommt und da ist. Zum Beispiel die letzten 40 Jahre ist der Niedrigwasserspiegel hier bei uns um etwas über 23 Zentimeter gestiegen. Wir haben keine zweite Deichlinie und keine Rettungswarten. Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, dann werden irgendwann die Außendeiche nicht mehr reichen.